kann jetzt nur das aufzählen, was ich aus meiner Sicht sicher weiß. Und das ist halt, dass die Bilder von der Erde, die wir von der NASA bekommen, halt auch nicht die ganze Wahrheit sind. Und ob die das tun, weil die Raumschiffe weg rausnehmen müssen aus dem Bild, oder ob es wirklich mit der Form zu tun hat, das weiß ich jetzt nicht, aber man verschweigt uns da schon etwas. Und ich für mich habe mir so überlegt, mir ist das eigentlich egal, ob die Erde rund ist oder flach oder ob sie ein Würfel ist. Weil, ja, was ändert das? Also, dann weiß ich einfach, man hat uns nochmals irgendwo belogen, aber das ist ja auch keine Überraschung, wenn man anschaut, was man uns sonst verheimlicht. Und darum, also was für eine Form die Erde hat. Ich habe da schon alles Mögliche gehört und ich lege mich da gar nicht fest. Für mich ist das so offen und eigentlich auch gar nicht wirklich wichtig. Du sprichst Aber mir aus dem Herzen, sorry, ja. Was es schon gibt, sind diese Städte, die es auf der Erde gibt, von denen wir nichts wissen. Und die sind teilweise in der inneren Erde und teilweise auch feinstofflich. Und dass wir sie dann nur sehen, wenn wir auf eine andere Dimension gehen. Und es gab auch Riesen früher. Ja, aber ob das jetzt damit zu tun hat, dass die Erde flach ist oder ein Würfel, weiß ich jetzt auch. Ja, ich wollte gerade sagen, du sprichst mir aus dem Herzen, weil es ist so unwichtig und manchmal habe ich das Gefühl, eben, du sagtest, es ist toll, dass es das Internet gibt, aber manchmal kann man sich so verlieren in all diesen Theorien und hin und her und es ist wirklich nicht wichtig, weil wichtig ist ja eigentlich nur das, was wir in unserem Inneren bewerkstelligen. Und dann gibt es die Energien, die von der Erde kommen. Und also die Erde hat ja auch eine Schwingung. Und wenn ich das vergleiche, die Schwingung der Erde jetzt und vor 10 Jahren, dann war das vor 10 Jahren noch viel dichter. Und von der Erde her, sie geht darum in eine schöne Richtung. Einfach von ihrer Schwingung her. Und wir Menschen, weil wir ja auf der Erde leben, hat das ja auch eine Wirkung auf uns. Und je nachdem, wie unser Bewusstsein ist, gehen wir anders damit um, wenn die Erde ihre Schwingung erhöht. Es gibt Menschen, für die ist das etwas Schönes und andere Menschen, die kommen damit nicht wirklich klar, auch wenn sie bewusst gar nichts davon wissen. Also die Schwingung der Erde, die hat ja eine Wirkung auf uns, egal ob wir daran glauben oder ob wir davon wissen. Das ist ja wie die Luft immer um uns herum und das ist bei jedem so. Und darum ist es teilweise so,
dass wenn die Erde ihre Schwingung erhöht, dass es gewisse Menschen gibt, die dann halt einfach ein bisschen durchdrehen. Und also das ist einer der Gründe davon, weil wenn die Schwingung sich erhöht, dann kommen ja auch die Dinge in unser Bewusstsein, die noch nicht in der Liebe sind, wo wir noch etwas nicht geheilt haben. Und die meisten Menschen haben nie gelernt, mit ihren Ängsten umzugehen oder sich selbst zu reflektieren. Und sie projizieren dann alles auf andere Menschen und dann kann das eben sehr seltsam werden. Also jeder Mensch sucht sich ja einen Weg, wie er damit umgehen kann. Und Menschen, die das einfach bis jetzt nicht gelernt haben, die suchen halt einen anderen Weg. Und da ist dann meistens so, dass man die Dinge, die eigentlich zu einem selbst gehören, dass man die dann auf andere projiziert. Aber das merken diese Menschen gar nicht. Also das ist ja ganz unbewusst. Und darum ist es nicht so, dass wenn die Erde ihre Schwingung erhöht, dass das sofort alles immer positiver wird, sondern es gibt einfach eine Zeit lang auch das andere, eben unter anderem, weil gewisse Menschen einfach keinen anderen Weg kennen, wie sie mit den Dingen umgehen, die da in ihnen hochkommen. Dann kann man auch ein Verständnis haben. Das heißt nicht unbedingt, dass man alles gut finden muss, was andere tun, aber dass man versteht, dass sie nicht anders können. Und was ich auch wahrnehme, dass in anderen Dimensionen, dass dort schon viel gereinigter ist. Also früher, da war ja auch in anderen Dimensionen und auch im Sonnensystem und auch unter der Erdoberfläche vieles, was ziemlich düster war. Und davon ist ja einiges ja schon gar nicht mehr da. Und wir hier auf der Erdoberfläche, wir bekommen das noch gar nicht so mit, weil wir sind wie die letzte Ebene, die da wirklich immer noch drin ist. Und bei den anderen Ebenen ist es schon viel gereinigter. Also nicht zu 100%, aber man merkt, dass es dort schon besser ist als früher. Und wir hier auf der Erdoberfläche, wir gehören da zu den Letzten, die davon was mitbekommen.